Digga, ich wurde zweimal getestet. Ja und? Ich durfte eigentlich nur einmal getestet werden. Ja und? So, Assalamu alaikum, herzlich willkommen aus der Quarantäne. Oder Quarantäne, wie manche sagen. Quarantäne. Ich wundere, ich werde ab und zu mal hier Kopfhörer tragen, weil wir haben tatsächlich aufgrund der Situation einfach weder einen Kameramann noch einen Tonmann. Was haben wir heute vor? Wir wollen heute ein bisschen darüber quatschen, ja, wie ist eigentlich gerade die Situation, weil uns betrifft das natürlich auch so ein bisschen. So, Step One, so, wie geht's uns? Was machen wir? Wie geht's hier weiter überhaupt? Drehen wir überhaupt weiter? Können wir überhaupt noch Videos produzieren oder müssen wir die ganze Zeit zu Hause mal Homeoffice machen? Wir haben nämlich echt eigentlich eine ganze Menge geplant, also so außerhalb von Corona. Das sind aber jetzt alles Dinge, die können wir jetzt nicht machen, weil Dinge abgesagt werden und auch zu Recht. Aber wir machen jetzt das hier für euch. Wir befinden uns quasi mit euch zusammen in Quarantäne. Marcel, du hast voll die sympathische Stimme über die Kopfhörer. Danke. In echt nicht, oder was? Nee, nein doch. Herzlich willkommen, Gülcan, dass du wieder zurück bist. Alaikum, ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin jetzt in Basel gelandet. Gülcan war ja auch In Quarantäne. in Quarantäne. Ey, warte mal ganz kurz. Können wir auch den Leuten sagen, dass ich erst vor 2 Stunden in Deutschland angekommen bin? Das hast du gerade getan, ja. Digga, ich wurde zweimal getestet. Ja und? Ich durfte eigentlich nur einmal getestet werden. Ja und? Warum habt ihr mich zweimal getestet? Ja, also was willst du denn jetzt? Na, also ich, hier weitermachen? also ich wurde getestet, ich bin negativ. Ich habe kein Coronavirus. Also, ich habe mich auf der einen Seite richtig krass gefreut, dass ich aus der Schweiz weggekommen bin, wegen dieser ganzen Corona-Geschichte. Und auf der anderen Seite dachte ich mir, scheiße, in Berlin wartet noch diese ganze Krise auf Aber mich. in der Schweiz war komplett alles zu, Ja. also da durftest du noch nicht mal raus, ne? Also in der Schweiz durfte man nur halt wirklich einkaufen gehen, zum Apotheke und so, das war's. Also in der Schweiz gab es schon so einen Shutdown eigentlich. Lockdown. Also Knockdown, jetzt haben wir auch schon Shutdown. Lockdown. Knockdown. Ich schwöre, du gehst auf die Straße direkt zur Uppercut, Digga. Und das Schlimmste aber an der ganzen Sache war, dass der Basler Hauptbahnhof komplett leer war. Da war nicht ein Mensch. Und dieser Basler Hauptbahnhof ist so proppenvoll wie unser Hauptbahnhof. Da Also war Gülcan noch musst du den niemand. Zug auch selbst fahren. Du musstest den Zug selbst fahren. Ich war ganz alleine im Waggon. Alter, das geht ja bis 300. Naja, auf jeden Fall war ich halt umso mehr schockiert, dass ich hier die ganzen Berliner auf der Straße so lalalala, alles ist voll, die ganzen Leute sitzen auf den Wiesen, Fußballplätze, also diese ganzen Spielplätze und ich so, Sinn, keiner versteht sie, aber es ist so ein bisschen die Mentalität von, ey, ich will meine Freiheit, ist mein Recht, krank zu werden. Ich muss jetzt entscheiden. Ja, wie geht's mir jetzt in der Quarantäne? Ja, mir geht's irgendwie ganz gut. Ich denke, mir geht's wie vielen anderen auch. Ich weiß nicht so richtig, wohin mit mir. Ich habe ja eine Bar, die muss ich bis 19. April dicht machen. scheiße. Hast du schon nicht gemacht? Die habe ich schon dicht gemacht. Und das ist auch ein merkwürdiges Gefühl, weil wenn ich nur die Bar hätte und nicht mit euch hier in die Kamera quatschen könnte, dann würde es nicht so gut aussehen tatsächlich. Und da gibt es auch echt wenig, was man machen kann. Das ist ein bisschen... Das kommt vielleicht gefühlstechnisch noch später an, aber so im Hinterkopf ist es auf jeden Fall, ist schon komisch. So, das ist ja auch, also darüber verdiene ich ja mein Geld. So. Ich glaube, wir sind in der glücklichen Situation, dass wir in einem Land leben, wo das Gesundheitssystem sehr gut ist und wo sehr viele Experten leben, die uns bald sagen können, in welche Richtung es gehen wird, sodass wir uns auch keine Sorgen, also nicht länger Sorgen machen müssen. Gülcan, wie sieht es bei dir Ey, aus? eine Frage, aber Ja. kriegst du vom Staat irgendwie Geld, weil du jetzt sozusagen deinen Laden geschlossen hast? Sieht nicht so gut aus, nee. Weil Achso, die können ja- nein, ich krieg kein Geld für die Umsatzeinbußen kriege ich kein Geld, nein. Krass, weil ich meine, du bist ja selbstständig und wenn du jetzt wirklich nur das hättest, dann frage ich mich hier, wie willst du deine Miete bezahlen? Ja, Da wird auch ich hatte sehr viel Glück mit dem Vermieter, der hat mir nämlich die Miete für April geschenkt. Absoluter Oh, Ehrenmann, wirklich krass. absoluter Ehrenmann. Ja. Wie geht's dir denn? Ich muss sagen, erstmal sehr, sehr verwirrend alles, weil eben du so eine Situation hast, die tatsächlich weltweit ist. So. Also jeder ist so davon betroffen. Und normalerweise guckt man sich nur Filme und jetzt hast du das Gefühl, du bist so in einem Film. Ich habe tatsächlich keine Angst für mich. Aber das Gefährliche finde ich daran ist tatsächlich, dass es nun mal Risikogruppen gibt. Und ich habe eher Angst um die. Also meine Eltern wohnen über mir und um die habe ich Angst. Das heißt, bei mir ist es so, ich habe meinen Eltern wirklich gesagt, bleibt bitte zu Hause. Einkaufen tun nur noch ich oder mein Bruder.
Und die mache ich mir Sorgen. Ne? Also ältere Menschen oder halt die in diese, ich weiß nicht, wer alles in diese Risikogruppe fällt. Also ja, ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Menschen, die Herz-Kreislauf-Probleme haben, Menschen, die Lungenerkrankungen haben, Menschen allgemein mit dem oberen Atemweg. Auf die wir auch gerne hinweisen, also zum Beispiel Mr. Wissen to go. Gebt euch die Videos von ihm. Der nimmt sich gerade diesem Thema sehr, sehr krass an und wie heißt dieser Kanal? Simplicissimus. Simplicissimus macht auch sehr, sehr, sehr gute Videos dazu. Wir verlinken die am Ende des Videos nochmal. Da könnt ihr euch wirklich gute Infos einholen, aber auch NDR, der Podcast vom NDR, da gibt es halt jeden Tag so ein Update zum Coronavirus, da werden Fragen gestellt und da könnt ihr euch auch super informieren. Sehr, sehr nice. Also das sind so unsere Tipps an dieser Stelle, die Sachen, die wir gerade sehr gut finden. Ja, Robert-Koch-Institut, da auf jeden Fall. Ja, Mann, top. Und dann gibt es noch Auswärtigen Amt, da könnt ihr dann lesen, wenn ihr im Ausland seid, wie ihr nach Deutschland zurückkommen könnt. Und da werden auch noch die Krisengebiete aufgelistet, wo ihr jetzt am besten lieber nicht hinreisen solltet. Ansonsten ist das wirklich einfach ein mulmiges Gefühl, weil du halt natürlich auch, okay krass, was ist mit deiner Arbeit, was ist mit deiner Existenz etc. Und aber auch, weil auch Freunde von mir, die mich dann anrufen und genau vor diesem selben Problem halt stehen. Also Mirza zum Beispiel, mit dem ich dann telefoniert habe, der alle Aufträge abgesagt und so weiter. Der muss halt auch gerade irgendwie durchhalten, so für die nächsten Monate. Ich finde es voll krass. Aus dieser Perspektive habe ich gar nicht gedacht, weil ich appelliere ja dazu, dass die Leute zu Hause bleiben sollen und Homeoffice machen sollen. Aber ich habe voll vergessen, dass voll viele Menschen von Veranstaltungen leben. Ja, voll, aber es bleibt denen ja nichts anderes. Genau, das ist ja das Problem. Aber Ja. dem bleibt nichts anderes übrig, weil es geht hier tatsächlich nicht um deine eigene Freiheit, die du jetzt unbedingt da willst, sondern es geht um die Verantwortung, die du tragen musst, auch für andere. Und gerade in so einer ich-bezogenen Gesellschaft, sorry, aber ich sehe das teilweise so, müssen das Leute teilweise wirklich lernen. Und wenn ich dann immer noch Leute im Park da ich verstehe es halt nicht. Aber das wäre so mein Wunsch zumindest. So. Ja. Das ist so, was mir zu denken gibt. Ich sehe auch noch keine Panik oder sowas, das nicht. Aber es gibt mir einfach zu denken, wenn ich Leute sehe, die immer noch nicht die Rücksicht und die Sensibilität und die Verantwortung verinnerlichen, für andere Menschen mitzudenken. Und dann zu sagen, okay, ich schränke mich selbst ein, um andere zu schützen. So. Und das gibt mir einfach nur zu denken. Aber ich habe auch Menschen gesehen, die gesagt haben, ach, mir passiert eh nichts, deswegen gehe ich arbeiten. Ja, aber und das ist fahrlässig in meinen Augen. Genau, also ich möchte nicht von den Leuten sprechen, die wirklich die müssen irgendwas machen. Also es gibt ja Berufe, die kannst du jetzt, also Apotheker, Ärzte, Tankstellen und Kassierer. Also wirklich, ich gehe auch jedes Mal in die Apotheke und denke mir, wow, Alter, die sind ja jeden Tag mit anderen Menschen in Kontakt. So, ne? Also ein Riesendank wirklich an diese Leute, die das dann machen. Und ich würde auch wirklich da appellieren, dass man wenn man rausgeht, so immer auf dem Schirm hat, so ey, das sind die Leute, die gerade für uns mitarbeiten, also für uns das Opfer tragen sozusagen. Also danke an dieser Stelle. Ja. Absolut. Riesengroßes Dankeschön an alle Krankenschwestern, Ärzte, an alle Menschen, die jetzt für andere Menschen da sind und sich auch noch der Gefahr aussetzen, selbst infiziert zu werden. Glaubt ihr, es wird irgendwann eine Ausgangssperre für uns geben? Ja. Aber so eine richtige? Ich würde damit rechnen und ich würde mich darauf einstellen, tatsächlich. Es wäre falsch, sich nicht auf sowas zumindest einzustellen. Digga, als ich jetzt einkaufen war, ne? Ich war mit meiner Frau, waren wir auch einkaufen und da waren Nudeln, es waren so ein paar Nudeln da und ich habe so 2 Packungen genommen, dachte mir schon, muss ich jetzt 2 nehmen? Weil ich mich voll geschämt habe, weil die Regale waren leer und es waren dann noch so ein paar Packungen da und ich dachte mir, ich könnte jetzt hier 5, 6 Stück mitnehmen, dann müsste ich halt nicht mehr einkaufen, aber dann kommen die nächsten 4 Leute und die haben dann nichts mehr. Ja. So, und deswegen, ich habe mich richtig geschämt, so, als ich dann so 2 Packungen, dachte ich mir, ist okay, so, das ist auch noch für einen normalen Gebrauch in Ordnung so und da habe ich mich dann nicht geschämt. Aber alles darüber hinaus dachte ich mir, nein, Mann. Voll, und es ist ja alles da. Ey, es ist ja immer klar, also gewisse Sachen ausverkauft, aber sie kommen wieder zurück. So. Also wir werden nicht verhungern. So, jetzt ist genau das passiert, wovon wir... Danke Corona. Mein Sound war die ganze Zeit nicht an. Also, sorry, der Ton wird zwar da sein, aber nicht so klar, deswegen... So, ihr werdet euch jetzt fragen, ja, jetzt habe ich mir Yunus angehört und habe den kaum verstanden, so, wie soll das jetzt weitergehen? Wir haben Videos auf Halde, also wir haben noch ein paar Videos auf Vorrat, die nicht so in diesem Format hier sind, allerdings würden die uns relativ schnell ausgehen. Wir haben tatsächlich viele Dinge geplant, die wir machen wollen, dafür brauchen wir aber immer relativ viele Leute und wir wollen gerade nicht so viele Leute auf einen Haufen versammeln, damit wir halt Verantwortung tragen und dieses Virus nicht weitertragen. Deswegen kann es passieren, dass wir in diesem Setting hier, so zu dritt, vielleicht auch
auch zu zweit, vielleicht irgendwann auch nur noch alleine. Hier sitzen werden und uns Dinge überlegen, die wir mit euch besprechen können, beziehungsweise die wir euch einfach hier so mal zeigen können. Und dafür würden wir tatsächlich sehr gern euren Input bekommen. Also wenn euch da was einfällt, was man hier in diesem Raum machen könnte, was wir hier in diesem Setting vielleicht machen könnte, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare, weil ihr seid wahrscheinlich auch gerade in Quarantäne. Deswegen habt ihr wahrscheinlich genauso wenig Ausgang wie wir. Wir werden weiter produzieren. So, wir stehen nun vor der Herausforderung, was? Also nochmal diese Challenge, ne? Wir sind hier in diesem Raum, der ist ungefähr 60 Quadratmeter groß. Ja. So, für diejenigen, die nicht wissen, wie viel 60 Quadratmeter sind, es gibt ja wirklich einige, die können das nicht abschätzen. Also es ist auch, mache ich mir jetzt Fünfmal so groß wie eine Küche, wo man sich umdrehen kann. Beste Quadratmeter. Es wurde sehr konkret gerade. Und ich würde gerne wissen, was ihr zu Hause machen würdet, wenn ihr in Quarantäne seid. Das würde mich auch interessieren. Toll. Echt? Ja. Ich gar nicht, Alter. Ist mir scheißegal. Okay. Zu guter Letzt haben wir noch einen Aufruf, und zwar wascht euch die Hände, distanziert euch und entspannt euch. Und Das ist unser Credo. unterbindet eure sozialen Netzwerke. Das meine ich mit distanziert euch. Geht mal den muslimischen Weg, schüttelt nicht die Hände. Geht mal Arsch waschen. Geht mal Arsch waschen, ein bisschen Grundreinigung. Da kann man auch, da braucht man auch kein Klopapier, das lässt man einfach windtrocknen oder Lufttrocknen. So, das war es jetzt erstmal von unserer Seite. Wenn ihr unbedingt wissen wollt, wie wir unsere Quarantäne verbringen, dann hinterlasst auf jeden Fall ein Abo. Dann werdet ihr kein einziges Video verpassen. Ja. Die Funkwelt hat natürlich einiges noch zu bieten. Ihr habt eine Menge Guckmaterial, auch zum Thema Corona. Da geht's hier runter, genau. Und zwar Mr. Wissen to Go, der arbeitet das immer ziemlich gut auf. Der ist auch ziemlich geupdatet, beziehungsweise ziemlich aktuell. Wirklich empfehlenswert. Und wenn ihr dann noch mehr gucken wollt und mehr Langeweile vielleicht habt, dann gebt euch hier komplett, also wir haben über 200 Videos mittlerweile auch. Wow. Das ist halt gut, da könnt ihr jahrelang überleben. Ja, jahrelang durch die Quarantäne kommen und ihr habt immer noch was zu gucken und sowas zum Lachen. Tschüss, bleibt gesund, wascht euch die Hände, distanziert euch. Ja, seid lieb zueinander. Tschüss. Tschüssi.